Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Das heutige Video ist auf jeden Fall für alle Leute, die neu dabei sind hier bei Shakes. Es kommen ja immer wieder neue Leute dazu mit jedem Serverstart und für die ist explizit auch dieses Video gedacht. Beim letzten Mal hatte ich ja schon erwähnt gehabt, was sollte man tun, beziehungsweise wie kann man sich connecten, wenn es zum nächsten Serverstart geht. Ich brauche noch eine Gilde, ich brauche noch Mitspieler für meine Gilde und da sind schon ein paar Leute auch auf meinen Discord-Server gegangen. Dort hatte ich ja auch die Gilden- und Spieler-Rubrik eingerichtet und dort haben auch schon ein paar Leute reingeschrieben für den Server EU6. Wenn ihr dort spielen wollt, dann könnt ihr auch sehr gerne hier den Discord joinen und euch hier auch connecten mit anderen Leuten und dann habt ihr, bevor der Server überhaupt startet, schon eine solide Grundlage, beziehungsweise das Wichtigste am Start, und das ist halt eine Gilde und ja, der Discord ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten habe ich wieder meine paar Videos für euch parat, die ich euch auch alle unten in der Videobeschreibung mal verlinken und anpinnen werde. Und das soll so ein kleiner Leitfaden von 4 Videos sein, die euch unterstützen bzw. ein paar hilfreiche Tipps geben, wie ihr mit so einem Serverstart umgeht, was ihr da am besten macht und das euch so ein bisschen an die Hand nimmt, falls ihr noch gar keine Ahnung haben solltet. Und ja, das Ganze ist auch unten in den Kommentaren angepinnt und dort könnt ihr auch sehr gerne mal durchklickern. Das erste Video ist 10 Tipps für einen erfolgreichen Serverstart. Dort liste ich alles Grundlegende so auf, was man braucht, beziehungsweise bevor der Server überhaupt startet und ja, wie man verfahren sollte. Alles Mögliche ist hier aufgelistet. Ja, viele nützliche Sachen. Vielleicht ist das ein oder andere noch für den ein oder anderen da draußen dabei, der ja, eine Sache noch nicht gewusst hatte. Deswegen schaut da auf jeden Fall ganz gerne mal vorbei. Es sind viele nützliche Sachen drin. Das zweite ist 10 nützliche Dinge, die du wissen solltest. Das ist auch so ein Overall-Video. Da haben wir dann schon insgesamt 20 Tipps am Start. Ne, da ist hier auch eigentlich alles Mögliche mit dabei. Ist auch gegliedert hier in Timestamps und so. Falls man sich mal in einem Thema nicht so sicher sein sollte. Zum Beispiel, wenn man jetzt auf das Thema Festungs- und Teilschutztaktik trifft und damit nichts anzufangen weiß, dann kann man zum Beispiel bis hier hinten hinskippen und sich den Part dann schon mal reinziehen, was überhaupt jetzt als Beispiel eine Teilschutztaktik ist. Ne? Als drittes Video ist es dann schon ein bisschen expliziter. Das richtet sich dann speziell auf die Festung und die Unterwelt. Da habt ihr einen kompletten Festungsguide und einen kompletten Unterweltguide drin und wie ihr diese halt mit den Pilzpaketen perfekt nutzt. Da sind die Pilzpakete auch nochmal aufgelistet, was die jeweiligen bringen, ab wann ihr die freischaltet und wie ihr diese am besten nutzt für eure Gilde und dann dementsprechend für eure Festung, wie ihr was auszubauen habt. Und genau, es ist so ein bisschen nach Richtlinien, sag ich mal, die halt eben im Laufe der Zeit so entstanden sind, die ja immer noch aktuell sind, auch wenn das Video ein bisschen älter ist. Und bei dem Unterwelt-Guide ist es hier genauso. Dort habt ihr auch die Reihenfolge, wie ihr was auszubauen habt. Und falls ihr hier nicht ganz durchsehen solltet oder nicht ganz sicher seid, wie ihr vorgehen solltet, dann haben wir hier zum Schluss immer noch ein Video, wo die Reihenfolge quasi auch gezeigt wird, was ihr wie am besten ausbaut, nachdem ihr das Seelenpaket freigeschaltet habt, beziehungsweise euch gekauft habt. Ne? Also das ist dann quasi die Voraussetzung dafür. Ansonsten für die Leute, die vorhaben, kein Geld auszugeben, habe ich hier auch nochmal mein Free-to-Play-Guide verlinkt als letztes von den 4 Videos, was euch dann so ein bisschen zeigt, wie ihr euch als Free-to-Play-Spieler am besten verhalten solltet, welche Spielweise ihr habt. Ja, da nehme ich euch über das ganze Video auch an die Hand, über die Level, was ihr bis zu welchem Level macht. Hier zum Beispiel sieht man, das erkläre ich auch alles nochmal, den Event-Cycle, wie ihr den für euch am besten nutzen könnt. Ne? Das ist hier alles in dem Video mit verlinkt und wird auch ausführlich gezeigt, wird eigentlich auf alle Sachen eingegangen, die so relevant für so einen Free-to-Play-Spieler sind. Und ja, wenn ihr die 4 Videos erstmal euch reingezogen habt, dann seid ihr auf jeden Fall erstmal schon mal gut gewappnet und am Start für EU6, den neuesten Server. Und ja, das ist auf jeden Fall so das, was ich euch erstmal so empfehlen kann, wenn es darum geht, sich so ein kleines Bild zu machen für einen neuen Server, wie verhalte ich mich da am besten und ja, wenn man mal eben so ein paar Tipps und Tricks braucht für
ja, Spieler, die vielleicht neu anfangen mit dem Game. Es kommen immer wieder Leute dazu, deswegen ja, werde ich das auch immer mal wieder zu jedem Serverstart mal so ein Video machen, wo ich dann auf diese Sachen dann auch hinweise. Und ja, ich denke mal, das ist dann so ein bisschen als Auffrischung für den einen oder anderen nicht ganz so verkehrt. Ne? Ansonsten, wir haben es jetzt gerade momentan ein Event. Ne? Ich habe am Freitag einen 5er Pasch mit Kristallen gewürfelt. Das ist auf meiner Stufe schon extrem heftig. Okay, ja, das nehmen wir auch auf jeden Fall mal mit. Mal schauen. Kriegen wir noch den 5. Jawohl. Haben wir sogar live im Video einen 5er Pasch Epics. Ich meine, gut, macht jetzt keinen großen Unterschied jetzt bei mir. So, ne? Boah, der Durchschnittsschaden, ne? Das ist schon, also es ist halt nur eine Epic-Waffe, ne? Aber ja, ich freue mich schon, wenn ich Stufe 700 erreiche. Bei jeder Epic-Waffe fällt mir das nochmal mehr auf, wie sehr ich mich eigentlich freue, wenn es denn soweit ist und ich mich dann neu equippen möchte auf Stufe 700. Da werde ich bestimmt einen guten Damage-Spike-Boost, Stat-Boost bekommen. Und ja, da bin ich echt gespannt, was das denn für einen Unterschied macht. Vor allen Dingen werde ich dann alle meine Ressourcen, die ich habe, dann auch nutzen und bis dorthin dann alles auf Stufe 20 versuchen zu haben. Ich sag mal, durch den Elevator und Co. Ist es mir in der Vergangenheit jetzt kürzlich leichter gefallen, noch mehr Ressourcen zu stacken, durch die Erhöhung der Kristalle, die man jetzt hier bekommt, ne, dass es halt keinen fixen Wert mehr hat, sondern quasi levelabhängig ist. Ich weiß gar nicht, was ich da hatte mit dem 5er Pasch Kristalle am Wochenende, aber ich glaube, das waren irgendwas so um die, ich glaube 56.000 Kristalle oder so, mit einmal würfeln, also 5er Pasch halt, ne. Das war schon echt sehr heftig und das steigt halt noch weiter an, umso höher man eben im Level ist. Finde ich sehr gut, dass sich das jetzt auch nach Leveln richtet und nicht ein fester Wert ist so, ne? Weil man halt im späteren Spielverlauf auch viel mehr Kristalle benötigt. Umso besser das Equipment wird, umso mehr Kristalle benötigt man auch und auch Metalle, also insgesamt mehr Ressourcen benötigt man, um das Equipment dann halt auch dementsprechend auf die Stufe dann halt auch zu bringen. Also, ne, ist ja klar, wenn man es jetzt so ganz logisch, ein Stufe, weiß ich nicht, 100 Spieler, wenn der seine Level 100 Waffe, sage ich jetzt mal, auf Stufe 20 upgraden will, dann braucht der natürlich nicht so viele Ressourcen, wie wenn ich jetzt zum Beispiel was auf Stufe 20 bringen will, ne? Und ja, die Waffe ist halt auch schon deutlich älter. Wenn ich jetzt eine aktuelle Waffe nehmen würde, dann wäre dies wahrscheinlich mit noch mehr Kosten verbunden. Nicht wahrscheinlich, safe. Und deswegen ja, bin ich da halt auch fleißig am Sparen, weil ich glaube, ich habe jetzt mittlerweile schon genug Ressourcen dafür, aber sicher ist sicher, auf jeden Fall, ne? Auf meinen anderen Servern, da hebe ich mir das ja auch immer so ein bisschen auf. Und ja, wie gesagt, hat es ja schon letztes Mal gerade erwähnt, ich bin immer, ja, ich finde es immer gut, ein bisschen was so in der Hinterhand zu haben. So, ja, wir nähern uns auch langsam der 280.000 Ausdauer, dann ist nicht mehr viel bis 300k, dann haben wir schon echt eine stabile Skillung hier am Start und dann geht es auch direkt weiter mit 400.000 Ausdauer. Wenn wir jetzt mal gucken und vergleichen, hier unsere Gegner, die haben zum Beispiel hier schon der Sir Webster, der hat schon eine komplette 20-fache Verbesserung. Der Teufli rennt hier auch schon mit kompletten 20er Verbesserungen rum. Ja, ich weiß gar nicht, wenn man nachher an dem Zeitpunkt angelangt ist, wo man sein eigenes Equipment komplett auf 20 hochziehen kann, was macht man dann mit den übrigen Ressourcen? Wahrscheinlich verbessert man dann seine Begleiter, oder? Also dann steckt man wahrscheinlich die Ressourcen, die man hat, in die Begleiter rein, ne? Bis die dann irgendwann mit 20er Verbesserungen rumlaufen. Ich meine, das, weiß ich nicht, ob man das nochmal irgendwann erlebt, so irgendwie, dass man vier Slots mit 20er Verbesserung hat, also Kunigunde 20, Marquardt alles 20, Bertram alles 20 und man selbst alles 20. Man hat ja schon jahrelang zu tun, sich selbst hier die Ressourcen alle auf 20 zusammenzusammeln und dann noch für die Begleiter. Aber ist mal interessant so zu wissen, ne? Weil man dann ja die Ressourcen quasi anders nutzt, beziehungsweise halt eben nicht mehr diesen Nutzen für einen selbst haben. Ne? Diese Metalle und Kristalle, wo man ja wirklich sehr scharf drauf ist, sag ich mal, eine Zeit lang.
Ja, bis man dann halt alles gemaxt hat, ne? Und dann sammelt man halt die nicht mehr für sich. Ja, an dem Punkt habe ich noch gar nicht so gedacht tatsächlich. Wir gucken mal rein in die Ehrenhalle. Wir haben hier den Teufli auf Platz 51 momentan. Auch sehr spannend zu beobachten. Vor allen Dingen mal schauen, wie es aussieht, wenn noch weitere Server jetzt gemerged werden. Dann werden wir wahrscheinlich in der Ehrenhalle nochmal ein Stückchen weiter nach oben schießen, weil dann halt wieder ein paar Plätze eventuell hier und da wegfallen. Ne, alleine hier der Japan-Server, der Mistral, der hier auf dem Japan-Server spielt, der ist dann ja schon mal weg, ne, beziehungsweise geht dann halt zu Fusions 2 und ja, wird dann da wahrscheinlich, keine Ahnung, ob es auf Fusion 2 Mistral dann der beste Spieler wird. Ich weiß nicht, wie die anderen Spieler auf den anderen Servern stehen, ob die auch ziemlich strong sind oder ob hier der Mistral dann weiterhin in der eHof auch vertreten bleibt, aber halt eben auf Fusion 2 anstatt Japan. Ne? Ja, mal schauen. Auf jeden Fall werden wir dann wieder ein bisschen aufsteigen können. Ne? Ja, hier sehen wir auch schon, der F1-Server hält sich wacker in den Top 10. Wir sind hier dafür ein bisschen abgerutscht dann wiederum, weil dann ja die Gilden sich ja dann auch irgendwo zusammentun und sehr viel stärker werden. Da steigen wir dann wieder ein bisschen mehr ab dann nachher. Mal gucken. Das ist ganz interessant zu beobachten auf jeden Fall. Aber für das heutige Video soll es das erstmal soweit gewesen sein. Hauptsächlich ein paar Starter-Tipps für den nächsten Serverstart. Und jo, das war es soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat oder irgendwie weitergeholfen hat, dann würde es mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr einen Kommentar oder eine positive Bewertung da lasst auf das Video. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.